Hallo ihr Lieben, heute machen wir Falafel, außen knusprig und innen schön weich. Und dafür brauchen wir 200 Gramm getrocknete Kichererbsen, genug Rapsöl zum Frittieren, 4 Esslöffel Mehl, 1 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, eine Handvoll Petersilie, gewaschen und die Stiele entfernt, eine Zwiebel und 2 Knoblauchzehen, alles grob zerkleinert. Die Kichererbsen habe ich über Nacht in 1 Liter Wasser eingeweicht und danach unter fließendem Wasser gewaschen. Zuerst zerkleinere ich Petersilie, Zwiebel und Knoblauch und gebe danach die Kichererbsen, die Gewürze und das Mehl hinzu. Diese werden ebenfalls zerkleinert, bis eine breiartige Masse entstanden ist. Ein Tipp: Wer Koriander mag, kann eine Handvoll davon gerne dazugeben. Und nun gebe ich das Backpulver hinzu. Die Masse fülle ich jetzt in eine Schüssel, mache den Deckel darauf und die kommt für 30 Minuten in den Kühlschrank. Für die Soße brauchen wir 2 Esslöffel Tahin, 2 Esslöffel Zitronensaft, 250 Gramm Joghurt, eine zerkleinerte Knoblauchzehe und eine Prise Salz. Ich mische alles zusammen und stelle es bis zur Verwendung in den Kühlschrank. Wenn euch mein Video gefällt, freue ich mich über eine kostenlose Unterstützung mit einem Abonnement. Und nun feuchte ich meine Hände etwas mit Wasser an und forme aus der Masse walnussgroße Kugeln. Diese drücke ich dann platt, einfach um beim Anbraten etwas Öl zu sparen. Die geformten rohen Falafel gebe ich dann bis zum Frittieren in den Kühlschrank. Sobald mein Öl heiß geworden ist, schalte ich auf mittlere Stufe runter und gebe die Rohlinge mit einem Schaumlöffel hinein und brate sie, bis sie goldbraun sind, das sind ca. 5 Minuten an. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.